Die palästinensische Herangehensweise war bis jetzt ja immer konzentriert auf die Rechte der Palästinenser und weniger jetzt auf den Wunsch, um jeden Preis einen Staat zu haben. Denn die Identität der Palästinenser hat sich nicht durch die Schaffung eines Staates definiert und basiert nicht darauf, sondern vielmehr auf die Rechte der Palästinenser, auf ihr Recht, auf ihren Wunsch, dann in diesem Land zu leben und mit volle Rechte zu haben. Und sie haben denn die Idee eines palästinensischen Staates unterstützt, nur weil solange sie dachten, dass dieser Staat genau eben ihre Interessen vertreten würde, nämlich, dass sie zu ihren Rechten dann kommen. Aber wenn sie merken, dass dieser Staat, der dann vielleicht so groß sein wird wie eine Briefmarke und der gar keine Rechte hat, wenn sie merken, dass dieser Staat genau ihre Aspirationen nicht erfüllen kann, dann ist es für sie kein Wert an sich mehr. And by the way, when you look closely at what's happening in Palestine today, in the Palestinian Authority, it's scary if ever there's a Palestinian state, because this state, when the day it's born, will already be a fully neoliberal privatized state, with everything in the hands of a few people. And that's already the case now, with no line between public interests and the private interests of a few people. A few companies and families already control a lot of what's going on in terms of development and economy in the West Bank. So you have a state which is the most neoliberal model before it's a state. Wenn ich mir aber anschaue, wie die Verhältnisse heute bei der Autonomiebehörde sind, dann das erfüllt mich mit Schrecken. Ich kann das jetzt schon erkennen, dass wenn heute ein Staat dort ausgerufen werden sollte, dann wird es ein sehr stark betonter neoliberaler Staat sein, in der Hand von einigen wenigen. Wir haben heute wenige Familien und wenige Firmen, die alle Ressourcen dieses Landes in der Hand haben. Und wenn eines Tages daraus ein Staat werden sollte, dann wird es entsprechend auch sein. Das ist also schon, diese Konstrukte bestehen heute schon in einer Form, die beängstigend sind, und wir sind noch nicht einmal ein Staat. Now, let's talk about the Israelis. Before I talk about the Israelis, let me just say that when you talk to Palestinians, we don't have a lot of good studies, but when you talk to Palestinians in the diaspora, or Palestinians inside Israel, or even in the West Bank and Gaza, they're not attached to a state. They're attached to their rights, and they're very open to the idea of a single state with equal rights, real equality, not second-class citizenship. They're very open to that. But for many years, people have been saying, no, people outside are saying, this is impossible and you shouldn't think of it, and the only solution is a two-state solution. Palestinians aren't convinced of that. The elites are convinced of it. But if you talk to Palestinians more broadly, they're much more open-minded than that. Nun, wenn Sie heute mit Palästinensern sprechen, dann werden Sie feststellen, dass sie durchaus sehr offen sind für jede Art der Verwaltung in der Zukunft. Sie können sich vorstellen, auch in einem gemeinsamen Staat zu leben. Für sie ist im Zentrum ihres Interesses sind ihre Rechte. Sie wollen als gleichberechtigte Menschen in einem Staat mit Würde leben, und von daher spielt die Staatsform für sie nicht unbedingt eine zentrale Rolle, egal mit wem man redet, ob man mit Palästinensern, die heute israelische Bürger sind, spricht, oder ob man mit Menschen in Gaza spricht oder außerhalb. Alle betonen in erster Linie ihre Rechte, und sie wollen als gleichberechtigte Bürger wahrgenommen werden oder leben und nicht unbedingt irgendeinen Staat haben. So, we're almost out of time, I think, but I want to just say something about Israel. Now, of course, if you go to Israeli Jews today and you say, what do you think about a single state with equal rights for everyone? You might find maybe 5 or 10% who agree, and the vast majority who disagree. And it would be surprising if it was anything different. Because what we're talking about is we're asking Israelis to give up the power and privilege
and to share equal rights with people they have been oppressing. And no oppressor ever agreed to that voluntarily. I don't know any case in history where they voluntarily gave up power. Not in South Africa, not in the United States, in the southern states. You had to have a very strong campaign to resist that oppression. So I will just point you to this article I wrote to answer this exact question, Israeli Jews and the one-state solution. And I wrote it because people were always saying Israelis will never agree to it. So I wanted to ask, well, what about white South Africans? Before the end of apartheid in South Africa, did they agree to the end of apartheid? Were they in favor of a one-person, one-vote system? And what I found when I went back to a lot of studies from the 1980s, and 1980s even to the early 1990s, is the vast majority of whites in South Africa said they would never accept a unitary state with one person, one vote for all people. The number of whites in South Africa who said they would accept that was usually around 2 or 3%. Less than the number of Israelis who say it today. They said no way, but in 1994 they did it. Wenn wir heute eine Umfrage machen in Israel und die jüdischen Israelis fragen würden, was denken sie von einem gemeinsamen Staat mit Palästinensern mit gleichen Rechten für alle Bürger, dann werden wir vielleicht feststellen, dass 5-10% diese Vorstellung bejahen würden. Die Mehrheit und die große Mehrheit wird das mit Sicherheit ablehnen. Denn warum sollten denn jetzt Menschen, die heute eine Gruppe von Menschen in ihrem eigenen Land unterdrücken oder besetzt halten, warum sollten sie denn freiwillig auf diese Möglichkeit verzichten? Das hat es noch nie in der Geschichte gegeben, dass Besatzer oder dass Unterdrücker freiwillig dann Änderungen herbeigeführt haben. Ähnlich war das auch in Südafrika. Wenn wir in Südafrika schauen, wie war das denn, als damals Apartheid beendet wurde? In den 80er Jahren haben vielleicht höchstens 2-3% der Weißen in Südafrika einen Staat mit gleichen Rechten für alle Bürger akzeptiert. Das ist noch weniger, als wir heute vielleicht in Israel erleben. Das hat es also noch nie gegeben. Es muss immer einen großen Druck von außen geben, damit damit eine Änderung herbeigeführt werden kann. So, jetzt habe ich noch eine kurze Durchsage. Wir haben also, bevor die Leute nach und nach gehen, am Sonntag, Vormittag, 9 Uhr, ne, machen wir 9 Uhr. Ab 9 Uhr, ja. Ab 9 Uhr im Eine Welthaus gibt es ein Vertiefungsseminar mit Tage Abunimah und mit dem Referenten von morgen, Masen Komsayes. Das heißt, wenn Sie alle noch mehr hören wollen und tiefer hören wollen, dann kommen Sie am Sonntag 9 Uhr ins Eine Welthaus. Schwarzwälder Straße 80. Also, zwei. Mal aufstehen halt. Ja, gut, sagen wir, wir werden vielleicht um 9 vielleicht noch einen Kaffee nehmen und effektiv um 9:30 vielleicht anfangen, aber es lohnt sich. Ich denke, da werden zwei Themen vor allem sehr in der Tiefe behandelt werden. Einmal eben das Thema BDS und die Vorstellungen für die Zukunft, aber gleichzeitig auch werden wir mit Masen Komsayes, der sich sehr, sehr auskennt mit dem gewaltfreien Widerstand in Palästina, haben die Möglichkeit, darüber nachzudenken. So, jetzt habe ich noch 1, 2, 3 Fragen, die würde ich gerne noch nehmen und damit dann abschließen. Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Einmal Jürgen, bitte ganz kurz. Diesmal wirklich kurz, weil der Eckhard meine Frage im Grunde schon gestellt hat. Ich habe erstens das Vergnügen, den Ali Abunimah schon zum zweiten Mal zu erleben und seinen erhellenden Gedankengängen wieder folgen zu dürfen. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen wieder. Zum Zweiten möchte ich nochmal alle darauf hinweisen, dass Sie EI, Electronic Intifada, im Internet bitteschön lesen. Dort finden Sie nicht nur Aufsätze von Jonathan Cook, Ilan Pappe, sondern vor allem auch von Ali Abunimah. Blendende Analysen, blendende Essays, ich kann es jedem nur dringend empfehlen. Man kann sich dort auch in den Verteiler setzen lassen
Dann kriegt man alle paar Tage von denen die neuesten Nachrichten sozusagen von der Front. Das war es eigentlich schon. Dankeschön. You can just show you. If you go to the website, you can sign up here, and you can get our once a week all our articles together. Ja. Sie können sich anmelden auf der Website und erhalten dann die Beiträge wöchentlich, werden alle neuen Beiträge dann zugesandt. So, jetzt Henning bitte. Ich habe auch noch eine Frage zu Israel. Man kann die Situation mit Südafrika zu Apartheidzeiten insofern nicht genau vergleichen, obwohl es sehr viele Ähnlichkeiten gibt, als der Afrikanische Nationalkongress einen bewaffneten Flügel hatte, der innerhalb des Landes operiert hat. Das gibt es in Israel nicht. Also der Druck war ein sehr viel stärkerer, der ökonomische Druck kam auch dazu, aber ohne den internen Kampf des ENC wäre 1994 die Situation nicht so leicht. Was für sich geltend macht. Jetzt aber allgemeinere Frage. Also Sie haben einige gute Argumente für den Einparteienstaat gebracht. Aber ist es Wie soll das umgesetzt werden? Wie kann es umgesetzt werden in einem Land wie Israel ohne ein Referendum? Wir haben gerade gesagt, 90% der Bevölkerung sind eigentlich dagegen. Und daran wird sich dann nicht viel ändern, also, oder sehe ich jedenfalls nicht, dass sich Entscheidendes daran ändert, auch wenn die PDS-Kampagne erfolgreicher sein soll, dann haben wir vielleicht in 2 Jahren 20% in Israel, die das befürworten. Auf der anderen Seite kann es ja eine demokratische Lösung auch nicht geben gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Meine zweite Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, aber vielleicht können Sie es auch mal anreißen. Es ist ja jetzt eine Einigung zwischen Fatah und Hamas zustande gekommen. Das war aber mit großen Schwierigkeiten verbunden und ich bin etwas skeptisch, wie dauerhaft diese Verbindung sein kann. Ich würde gerne wissen, wie Sie das einschätzen. Okay, there's only one last Let's question. take the last one and then that's Okay, it. no, it's okay. I have a comment and in English, so I'm sorry for everyone. It's actually a sad joke. Where does it happen that a Palestinian father and a Palestinian mother give birth in Cairo to a kid that has an Israeli passport and a German passport? The answer is under occupation. This happened to me. My son is born in Cairo, but I'm a Palestinian Israeli, and my husband is born in Germany to Gazan parents. And since I can't go to Gaza, he can't even come to the West Bank, and certainly not to Israel, we decided to locate in Cairo. And after 12 months or so after giving birth, I was deported from Cairo because I'm a Palestinian Israeli. Now for Cairo, I'm an Israeli. For Egypt, I'm Israeli. For Israel, I'm a Palestinian. For the Palestinians, I'm Israeli. It's a whole That's why, and this is just to emphasize one thing, that's why the only solution is the one-state solution. And